Kunststoffe für medizinische Anwendungen werden immer funktionsfähiger. Wir zeigen praktische Beispiele, wie Ideen zu neuen Verbundstoffen entstehen und wie sie die medizinische Versorgung verbessern. Seit über 50 Jahren ist Spang & Branz im Bereich Medizintechnik spezialisiert und vereint dabei Werkzeugbau, Spritzguss und Montage unter einem Dach. Jürgen Mader begleitet schon seit 45 Jahren die Entwicklung und Produktion. Er erklärt uns einzigartige Funktionen von Kunststoffprodukten in der Medizin. Es ist nicht einfach, Materialien in der Medizin zu finden. Wir brauchen Sondermaterialien. Wir arbeiten mit mehreren Kompaundeuren zusammen, haben so bestimmte Visionen für Materialien, die zur Sterilisation geeignet sind. Und nicht nur einfach ein Kunststoff, sondern dass der Kunststoff auch Feature bringt. Wir sehen zum Beispiel bei dem Material PEEK in der Medizin eingesetzt als Metallersatz und ist also sehr steif. Und wir haben momentan eine Anforderung, ein PEEK als Dauerimplantat zu verwenden. Es muss aber elastisch sein und somit haben wir mit einem Herstellprozess, den wir geändert haben, es fertiggebracht, einen Draht, der bei einer Herz-OP verwendet wird, mit PEEK zu ummanteln in einem elastomeren Zustand. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das weniger Schmerzen, weil das elastische PEEK den Metalldraht schaumstoffartig polstert. Dieser Ballon zeigt medizinischem Fachpersonal an, ob eine Trachea-Dichtung tatsächlich dicht ist, damit keine Fremdkörper in die Lunge gelangen. Vorher war das nicht sichtbar. Das vereinfacht die Kontrolle und erhöht die Sicherheit der Beatmung. Wo lag hier die Herausforderung? Es gibt keinen Kunststoff von der Stange, wo man sagt, egal wie groß der Ballon ist, dass der immer den gleichen Rückstelleigenschaft hat. Momentan ist es so, ob Sie den Ballon 150 mm aufblasen oder nur minimal aufblasen, der Rückstelldruck ist immer der gleiche. Dieser Dilatator hilft dabei, eine Tracheostomie-Kanüle beim Luftröhrenschnitt einzuführen. Um dieses Produkt aus einem Guss zu formen, konnte das Team ein sehr komplexes Herstellungsverfahren stark vereinfachen. Wir haben gesagt, okay, wir werden dieses Teil in einem produzieren, im Spritzgussprozess und werden da bestimmte Features mit integrieren. Hierbei geht es um ein Polyurethan, auch nicht einfaches Material. Und die Besonderheit ist, wir haben hier ein Compound geschaffen, wo wir eine Art Hydrophilisierung uns sparen können. Der Dilatator muss nicht mehr mit Silikongel eingerieben werden. Die Oberfläche wird beim Einführen in den Rachen von selbst gelartig. Das spart lebenswichtige Zeit, weil die Fachkraft nicht mehr die Handschuhe zum Auftragen des Gels wechseln muss. Kunden, die ihre Produkte bei Spang & Branz entwickeln oder verbessern lassen, setzen auf die Erfahrung des Familienunternehmens. Ricarda Echterdieck ist im Juli 2025 in die Geschäftsführung eingetreten, in 4. Generation. Ein Thema, was unsere Kunden sehr schätzen, ist das Thema Herzblut. Wir haben viele Mitarbeiter, die seit vielen Jahren bei uns im Unternehmen sind, dadurch natürlich auch eine hohe Expertise aufgebaut haben. Unsere Kunden haben Produkte auf dem Markt für viele, viele Jahre. Da geht es auch viel um Regulatorik, Anmeldung. Das heißt, sie brauchen Partner, Lieferanten, die entsprechend beständig und auch langfristig im Markt unterwegs sind. Digitalisierung, Automatisierung ist ein ganz großer Schwerpunkt, auch KI-Möglichkeiten, sei es in der Qualitätskontrolle oder auch die Prozesse in den Werkzeugen zu kontrollieren durch Sensorik, sind Faktoren, die in der Zukunft wichtiger werden. Das, was uns antreibt, am Ende den Patienten im Blick zu behaben und zu sagen, wie können wir Lösungen schaffen, um den Patienten besser zu versorgen.